Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf der Suche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Vorharz für euch. Und zwar beginnen wir heute beim Königstein bei Westerhausen. Der Königstein bei Westerhausen ist eine Sandsteinrippe im nördlichen Harzvorland und etwa 189 Meter hoch. Er soll ähnlich wie die nahe Teufelsmauer entstanden sein, durch Bodenverschiebungen bei der Bildung des Harz. Vor einer Weile habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen von Ingrid und Werner Körner. Heilige Bezirke, Sonnenkult am Harz. In diesem Buch stehen ein paar spannende Sachen drin. Und zwar haben die beiden festgestellt, dass es hier wahrscheinlich künstlich geschaffene Spalten an diesem Fels gibt, die mit den Sonnenwänden zu tun haben. Hier oben diese Spalte hinter mir, da, die hat wohl einen Bezug zur Sonnenwende. Irgendwo da hinten dürfte das sogenannte Heilige Land sein. Und von dort aus gesehen geht die Sonne zur Sonnenwende, ich glaube zur Sommersonnenwende, direkt hier in diesem Spalt unter. Im nahen Westerhausen ist bei den Einwohnern noch die Flurbezeichnung das Heilige Land für einen bestimmten Bereich in der Ortschaft bekannt. Dieser befindet sich etwa 800 Meter südwestlich vom Königstein. Wenn man sich zur Sommersonnenwende an diesem Ort befindet und Richtung Königstein schaut, sieht man die Sonne genau im künstlich erweiterten Spalt aufgehen. Das ist jetzt hier die Spalte mal von nahen. Ja, diese Ritzungen hier sehen wir eher modern aus. Der Stein setzte sich ursprünglich noch etwa 80 Meter in die Richtung fort, aus der ich hier filme, bis dieser Teil zum Bau einer neuen Kirche verwendet wurde. Auch hier könnten sich, nach Meinung der Körners, weitere Kultplätze zur Verehrung der Sonne befunden haben, die vielleicht sogar bewusst von der Kirche zerstört wurden. Der Königstein wurde übrigens einst der Kirche geschenkt und ist immer noch in deren Besitz. Die Sonnenscheiben am Königstein werden von den einen als Teil eines germanischen Sonnenkults gedeutet, andere sehen darin lediglich halb herausgeschlagene Mühlsteine. So, und hier sehen wir eine von den sogenannten Sonnenscheiben. Die einen erkennen darin Mühlsteine, andere sagen, es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil Mühlsteine im Normalfall immer als Block gebrochen werden und dann erst vor Ort in die runde Form gebracht werden. Es ist ziemlich schwierig zu erkennen, was hier eine original alte Ritzung ist. Hier ist noch so eine Mulde, sieht aus, als wäre hier mal was rausgebrochen worden. Hier erkennen wir noch so ein Teil. Aber von irgendwelchen Einritzungen hier nicht mehr viel zu erkennen ist. So, hier auch noch. Vom Königstein aus können auch andere deutliche Landmarken mit dem Sonnenlauf an den Kardinalstagen in Verbindung gebracht werden. Zur Tag- und Nachtgleiche geht die Sonne ungefähr hinter dem Lehhof bei Quedlinburg auf.
Der Sonnenuntergang zur Tag- und Nachtgleiche erfolgt etwa hinter dem Brocken bzw. der Festung Regenstein. Zur Sommersonnenwende geht die Sonne hinter dem Hoppelberg bei Langenstein unter. Wohlgemerkt, so zeigt es sich in heutigen Tagen. Der Lauf der Sonne verschiebt sich, wie ich es bereits in früheren Folgen erwähnt habe, über längere Zeiträume. Auch vor etwa 2000 Jahren, als die Germanen das erste Mal als Volk erwähnt werden, dürfte die Ausrichtung noch ganz gut gepasst haben. In der Jungsteinzeit, vor etwa 5500 Jahren, wäre die Bahn der Sonne schon um gut 7 Grad zu heute verschoben. Der Königstein und die gesamte nähere und weitere Umgebung waren definitiv bereits zu dieser Zeit recht dicht besiedelt. Dafür sprechen etliche Funde. Die Website von den Körners, wo auch das erwähnte Buch erhältlich ist, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort stellen die beiden noch viele weitere interessante Orte, die Bezüge zur Sonnenbahn zu haben scheinen, vor. Vor dem Bau der nahen Autobahn wurde die Umgebung im Jahr 2003 archäologisch untersucht und dabei eine Steinkiste entdeckt, die der Kugelamphorenkultur vor etwa 5000 Jahren zugeordnet wird. Bestattet wurde hier ein etwa 40 Jahre alter Mann, dem unter anderem Steinbeile, Keramikgefäße und Schneckenschmuck beigelegt wurden. Die Steinkiste war mit einer etwa 600 Kilogramm schweren Steinplatte abgedeckt. In der Nähe wurden noch 2 Tiergräber gefunden, in denen 7 Rinderskelette lagen. Diese stehen möglicherweise im Zusammenhang mit dem Toten. Weiter geht's Richtung Börnecke. So, jetzt habe ich ja gerade noch so einen interessanten Stein entdeckt. Sieht mir doch schwer nach einem Menhir aus. Auf dem Weg vom Königstein bei Westerhausen nach Börnecke fiel mir links, kurz hinter der Autobahnbrücke, ein weiterer großer aufrechter Stein auf. Zu diesem habe ich keine Informationen. Ich habe aber einen netten älteren Herrn in Börnecke dazu befragt. Der meinte, der Stein wurde im Zuge der Ausgrabungen, die hier beim Bau der Autobahn durchgeführt wurden, aufgestellt. Seiner Meinung nach war dieser Stein der Deckstein, der auf der Steinkiste lag. Der Deckstein soll, wie ich bereits erwähnt habe, etwa 600 Kilogramm gewogen haben. Dieser Stein hier dürfte aber meinen Berechnungen nach über 5 Tonnen wiegen. Etwa zur Zeit der Ausgrabungen, die hier durchgeführt wurden, ist der Menhir von Derenburg wieder aufgerichtet worden. Auch dort, wo einst der Menhir von Heimburg stand, ist zu dieser Zeit ein anderer Stein aufgestellt worden, der möglicherweise schon vorher einmal aufrecht stand. Vielleicht wurde auch an dieser Stelle so verfahren. Der Stein dürfte, wie die meisten Menhire der Gegend, aus Quarzit bestehen. Ich habe ihn vermessen und eine sichtbare Höhe von 2,10 Meter, eine Breite von 1,80 Meter und eine mittlere Dicke von etwa 70 Zentimetern ermittelt. Von der Form her sieht dieser Stein tatsächlich wie ein recht typischer Menhir aus. Er könnte also durchaus bereits zu früheren Zeiten aufrecht gestanden haben. In Börnecke, ein Stückchen hinter dem Ortseingang rechts, steht direkt an einem Privatgrundstück der Prinzenstein. Es handelt sich dabei um einen Menhir aus Quarzit, der zu einem späteren Zeitpunkt hier aufgestellt wurde. Der Originalstandort ist nicht bekannt. Er könnte aber an der nahen Schwefeleisenquelle auf einem Grabhügel gestanden haben. Der ursprüngliche Standort des Steins wurde um 1232 nachweislich als Tinkstätte genutzt. Seine Höhe beträgt 2,25 Meter, wovon sich 1,80 Meter über dem Boden befinden. Er ist 80 Zentimeter breit und 30 Zentimeter tief. Die Bezeichnung Prinzenstein erhielt der Stein, weil an diesem, je nach Version der Geschichte, im Jahre 1631 ein brandenburgischer oder schwedischer Prinz gefallen sein soll. Weiter zum Steinkreis von Börnecke. Etwas südlich von Börnecke befindet sich ein Steinkreis auf einem kleinen Hügel auf dem Feld.
1925 wurden hier bei Ausgrabungen 2 bronzezeitliche Gräber entdeckt. Der Steinkreis selbst könnte, wie ich der Website der zuvor erwähnten Körners entnommen habe, lediglich der Rest des Fundaments einer Bockwindmühle darstellen, die hier einst stand. Sollte das zutreffen, schließt das aber nicht aus, dass hier bereits vor dem Bau der Mühle Steine gestanden haben. Aufrecht stehen nur 6 Steine, wovon der größte eine Höhe von etwa 1,20 Meter haben dürfte. Diese Steine und viele weitere, die auf dem Hügel verstreut liegen, bestehen aus Sandstein. Wenn man sich die recht großen Steinplatten, die hier verstreut liegen, anschaut, könnte man sich vorstellen, dass diese einmal Decksteine einer Steinkammer gewesen sein können. Sie können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach hier abgeladen worden sein, weil sie an anderer Stelle störten. Das ist wie gesagt der Steinkreis hier so ein bisschen außerhalb vom Dorf. Aber Börnecke hat noch mehr zu bieten, zum Beispiel eine Schwefelquelle. Die schauen wir uns gleich noch an. Dann gucken wir noch mal zur Zwergenhöhle. Und dann schaue ich mal noch, ob ich die Schutzhöhle finde. Die muss nämlich auch noch in der Nähe sein. Also in diesem Sinne, bis gleich. So, sieht aus wie ein beliebiger Tümpel, ist aber eine Schwefelquelle. Und zwar, genau zu sein, eine Schwefeleisenquelle. Und wurde bereits in vorgeschichtlicher Zeit für Heilzwecke genutzt. Schwefel riechen tut man erstmal nicht. Herrlich hier. In Ruhe. Das hier ist das Wappen von Börnecke. Interessantes Zeichen hier. Bei Ausgrabungen, die bereits 1935 in der Nähe stattfanden, ist ein Mauerkammergrab gefunden worden, das möglicherweise von der Salzmünder Kultur errichtet und später von der Walter Nienburger Bernburger Kultur genutzt wurde. Hier wurden Tassen, eine Trommel und mehrere Skelette, wovon einige trepanierte Schädel hatten, gefunden. An diesem Ort und in der näheren Umgebung sind sehr viele Funde aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit entdeckt worden. So zum Beispiel steinerne Klingen und Äxte, Feuersteingeräte, bronzezeitlicher Schmuck und Waffen, sowie die Skelette mit trepanierten Schädeln, Tassen und einer verzierten Handpauke, die ich vorher bereits erwähnt habe. Die Schädeltrepanationen und die Trommel könnten für eine Nutzung dieser Quelle zu Heilzwecken sprechen. Die ältesten Funde der Umgebung sind wohl der Rössner Kultur vor 7000 bis 5800 Jahren zuzuschreiben. Dazu gehören Steinbeile, Steinhämmer und Scherben, die man in der historischen Sammlung in Blankenburg besichtigen kann. Also diese Gegend hier ist mindestens seit der Jungsteinzeit ständig besiedelt, wie es aussieht. Es ist eine unglaubliche Dichte an Funden, die hier gemacht wurde. Herrlich. So, und ich werde jetzt mal schauen, dass ich zur Zwergenhöhle komme. So Leute, wir sind da, die Zwergenhöhle. Was soll ich sagen? Die ist wirklich für Zwerge.
Die ist wirklich winzig. Vielleicht 50 cm hoch. Vielleicht war der auch mal größer und ist ja so ein bisschen verfüllt. Ja, sieht schon aus, als wäre sie vielleicht mal tiefer gewesen. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich die Schutzhöhle finde. Die müsste ein bisschen größer sein. So, wir kommen der Sache näher. Hier scheint es auch schon so einen Pfad zu geben, der möglicherweise zur Höhle führt. Etwa 1 Kilometer nördlich von Börnecke befindet sich, etwas versteckt an einem Hang, die sogenannte Schutzhöhle. Sie liegt etwas oberhalb des Reitplatzes. Ja, da wird es ja felsig. Sieht gut aus. Folgt man dem Weg, der links am Reitplatz vorbeiführt, etwa 100 Meter, erkennt man einen kleinen Trampelpfad, der rechts in den Wald direkt zur Höhle führt. Oh ja, da ist sie, die Schutzhöhle. Mücken ohne Ende. Wann und von wem diese Sandsteinhöhle erschaffen wurde, lässt sich heute nicht mehr bestimmen. Üblicherweise wird sie als mögliche Wohnhöhle angesehen, die vielleicht schon in prähistorischer Zeit genutzt wurde. Mit dieser wunderschönen Säule in der Mitte ist sie auf jeden Fall ein Augenschmaus. Wunderschöne Höhle, herrlich kühl. Haufen Mücken zwar, aber nichtsdestotrotz spannend. Oh, da war jemand was Schönes gebastelt. Führt also auch noch mal ein kleiner Tunnel lang. Der ist allerdings ein bisschen enge. So ein Schälchen.
So, weil ich nicht weiß, ob das hier einen bestimmten Zweck verfolgt hat, stelle ich das mal wieder so hin, wie es war. Wir wollen ja nicht eventuelle Zwerge verärgern oder so. So viel zur heutigen Folge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.